Wir bilden jetzt die Mitarbeiter in 5 Jahren aus und nicht die Mitarbeiter von vor 5 Jahren. Mein Name ist Nadine Matzmüller. Ich arbeite bei der Firma Liebherr in Biberach. Ich bin Ausbilderin bei uns und wir sind unter anderem Hersteller von Turmdrehkranen, Komponenten hier am Standort Biberach. Wir am Standort bilden unsere Auszubildenden im Bereich Robotik aus. Wir wollen da einfach auch einen Schritt voraus sein, vor allem für die Ausbildung bei uns am Standort. Momentan werden die Roboter in allen Elektroniklehrberufen eingesetzt, weil das wird einfach in Zukunft immer mehr kommen und da müssen die Azubis natürlich schon gerüstet sein. Das sind unsere Mitarbeiter von morgen und die müssen natürlich auch mit der Technik, wo wir zukünftig in unseren Hallen verwenden, umgehen können. Also ich bin der Adrian, ich lerne Mechatroniker, bin momentan im 2. Lehrjahr. Ich programmiere hier im Unternehmen einen Roboterarm. Momentan sind wir dabei, eine Schraubenfetteinheit zu bauen. Wir wollten einen Use Case, also wirklich aus der Produktion was für die Produktion. Dann haben wir gesagt, eigentlich ist das der ideale Case bei uns, einen Roboter einzusetzen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren es einfach mal und haben Azubis auch aus diesem Bereich genommen, um es zusammen mit diesen umzusetzen. Ich bin Moritz Degenfelder. Ich lerne beim LIPA den Beruf Elektroniker für Betriebstechnik. Ja, wir sind gerade im Projekt dabei, Schrauben zu bepasten. Beim Schraubenfetten war als erstes die Schraube aus einer Box entnommen, war dann in die Fetteinheit eingeführt und dann dort kurz gefettet und wieder rausgenommen und zurück in die Box gesteckt. Dadurch, dass es sehr benutzerfreundlich Oberflächen hat, zum schnell Lernen, leicht Lernen, macht es in der Ausbildung sehr viel Spaß, so einen Roboter zu programmieren, da man auch sehr viel mit dem machen kann. Die Hemmschwellen ist ganz, ganz niedrig. Die probieren aus, haben eigene Ideen, setzen sie um und haben da tatsächlich sehr, sehr wenig Berührungsängste. Jetzt haben wir als kleines Projekt nebenbei noch der Roboter programmiert, dass er Waffeln backt. Das ist natürlich in der Lehrwerkstatt super angekommen. Da waren ratzfatz alle Azubis bei uns in der Lehrwerkstatt, oben in der Elektrolehrwerkstatt, auch die Metall-Azubis wollten sich das mal angucken. Also da kam auch schnell Begeisterung auf. Und ich glaube, mit sowas catcht man es ja auch, weil es so ein bisschen spielerisch ist. Und man kann mal angucken und sieht auch, wie leicht es geht. Und da sind die immer gleich mit am Start. Löten oder auch mal was verdrahten, ein bisschen was bohren kann man in der Schule, wird in den meisten Betrieben gemacht. Aber mal mit so einem Roboter rumprobieren, was auszutesten, hier mal was Eigenes zu programmieren, das ist, glaube ich, immer ein Riesenerfolgserlebnis für die. Es ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, dass man es in der Ausbildung schon mal sieht, dadurch, dass es auch in der Zukunft sehr relevant wird. Use Cases für einen Roboter findet man eigentlich in jedem Unternehmen. Wir suchen auf dem Arbeitsmarkt ständig Fachkräfte und tun es schwer, diese Fachkräfte zu finden. Heißt, ich denke, dass sich bei uns keiner Sorgen machen muss, nur weil ein Roboter unsere Schraubenpaste aufträgt wegen seines Arbeitsplatzes, sondern es verbessert den Ganzen nur und schafft vielleicht auch Arbeitsplätze wieder in einem anderen Bereich. Was war das Lustigste mit dem Roboter bisher? Da hat man auf dem Roboter zufällig ein Programm gefunden, das nach einem Kollegen benannt war, der etwas kleiner ist. So, dann hat man das Programm getestet, als er da war. Das Einzige aber, was das Programm kann, der Roboterarm fährt ganz nach oben und bleibt da.